Okay. Ja, so. Hi. Servus, grüezi, moin moin Und Bom dia. und bom dia. Genau, sagt man so, ja, okay. Baugefühle. Dein Podcast für Projektwissen mit Unterhaltung rund um den Bau. Und manchmal auch mehr. Wir haben wieder unsere Aufnahmereihe mit Malte Bender, zu Besuch bei uns. Straight outer Sao Paulo. Besucht uns hier, um unser Studio einzurichten. Und was macht Malte? Malte ist Content Creator und betreut uns in der ganzen Content-Erstellung, in den ganzen Medien, die wir so bedienen, wo wir unsere Informationen veröffentlichen. Und wir haben gesagt, oder wir haben so für uns gesagt, dass wir wollen aus Malte den besten Content Creator für uns machen, indem wir Malte ausbilden zu einem von uns, nämlich zu einem Bauprojektsteuerer, so dass Malte in der Lage ist, dann, nachdem er hier mit der Ausbildung fertig ist, auch Bauprojekte zu steuern zu können. Und wir werden Malte auch praktisch auch in Projekte einbringen, wo er mitwirken kann, so dass er dann auch die Theorie in der Praxis anwenden kann, seine Erfahrungen machen kann. Und wir werden auch dabei wieder lernen. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich auch beim Coaching von den Teilnehmern lerne, für mich etwas lerne. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass ich danach sage, yes, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, Malte, du wirst das auch mit Sicherheit sagen. Und ich versuche auch zu overdelivern, ist unser Wort. Ich weiß gar nicht, ob es das im Wörterbuch so gibt. Jetzt gibt es das. Jetzt gibt es das. Wir kümmern uns darum, dass es eingetragen wird. Von daher freue ich mich, Malte, dass wir das Studio einrichten konnten, dass wir unsere Videocast-Podcast-Reihe starten können. Und ja, da wird einiges noch in nächster Zeit von uns veröffentlicht werden. Wir freuen uns drauf, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt zu Themen, zu Gästen, so wie Malte, ja, vielleicht nochmal ein Interviewgast oder so zu speziellen Themen. Schreibt uns das. Wir kümmern uns dann drum, dass wir die Gäste hier ins Studio bekommen. Wir loggen die mit allen möglichen Mitteln. Wenn ihr Connections zu Gästen habt, teilt uns das mit. Wir freuen uns auch darüber. Ich denke, wir sehen uns als Community. Das heißt, wenn ihr was einbringt, geben wir das auch wieder in irgendeiner Form zurück, so dass dann alle irgendwo davon was haben. Und wenn alle irgendwo so denken und nicht immer nur ziehen, sondern auch geben, das ist so unser Denkprinzip, unser Mindset, dann kommen wir weiter, dann kommen wir gemeinsam weiter. Und die besten Erfolge haben wir immer mit Kooperationen gemacht. Und ja, jetzt möchten wir mit euch über Social Media kooperieren, eine Community aufbauen. Und ja, freuen uns auf euch. Ich freue mich jetzt auf Malte. Wir haben noch ein paar Themen zu besprechen, Malte, was wir vorhaben oder was wir auch schon vorbereitet haben. Wir sprechen grundsätzlich über Seminarinhalte. Diese Seminarinhalte sind jetzt nicht fix irgendwo gestaffelt in einem Seminar, sondern die können auch in verschiedenen Seminarpaketen beinhaltet sein. Wenn ihr das Bedürfnis habt, ein Seminar, ein zugeschnittenes Seminar zu bekommen, dann sprecht uns an. Wir stellen auch gerne ein Seminar auf eure Bedürfnisse zusammen. Das lohnt sich vor allem, wenn ihr irgendwo ein Team habt oder so mit mehreren Gleichgesinnten, wo man dann, ja, sag ich mal, alle so ein bisschen auf nächstes Level bringen kann. So, Malte, wir haben gesprochen über Kostenmanagement. Wir haben uns die DIN 276 angeschaut, Kostengruppen, welche Kostenebenen gibt es, wie Kostenschätzung, Kostenberechnung und so weiter, kommt bis zur Kostenfeststellung. Die Kostengruppen, damit kannst du, glaube ich, auch jetzt mittlerweile was anfangen, oder? Habe ich alle abgespeichert. Dann haben wir drüber gesprochen, was hat man noch? Hier Datenbanken, ne? Datenbanken, ja. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was du da gelernt hast? Ja, also Datenbanken sind super wichtig, ne? Auf jeden Fall auch in der Baubranche sowie in anderen Bereichen. Und was ich daraus verstanden habe, es gibt natürlich, gut, die Bücher sind jetzt nicht mehr hier, genau richtig. Es gibt noch mein gutes altes einheimisches Jägerbuch aus Namibia vom Kavango River. Aber das hilft dir jetzt nicht weiter. Nee, jetzt musst du ja hier aus deinem Erlernten musst du jetzt dann. Genau, richtig. Also es gibt auf jeden Fall veröffentlichte Datenbanken. Ja, richtig. Die kann man nutzen, da ist auf jeden Fall schon einiges drin, aber ich denke mal so, das Wichtigste, was ich rausgezogen habe, ist, dass man eigene Datenbanken anfängt aufzubauen mit der Zeit, weil die genauer für seinen eigenen Nutzen sind, ne? Und die könnte man sogar auch verkaufen in der Zukunft, ne? Das ist auch möglich. Oder, ja. Aber
Ich denke, du hast einen Mehrwert, wenn du die nicht verkaufst, sondern einer Kooperation zur Verfügung stellst und von der Kooperation, sag ich mal, nachher einen Mehrwert hast. Ich glaube, da kriegst du mehr, als wenn du die für 3,50 Mark bei eBay verkaufst. Ne? Aber ja, kann man verkaufen, ja. Es gibt gewisse Richtwerte, ne? Zum Beispiel, je nachdem, regionsbedingt, kann es teurer sein, kann es günstiger sein. Du hattest ja gerade das Beispiel mit Kassel gesagt, das ist so ein bisschen der Merian, ne? Wo es bei 1... Ja, so ist zum Beispiel, also ob das jetzt genau Kassel war. Gut, okay, genau. Müsst ihr jetzt nochmal bei BKI gucken, das ist ja der Anbieter. Ne? Ja, genau, der war das. Aber richtig, du bist völlig richtig, es gibt veröffentlichte Datenbanken, es gibt Datenbanken, die man kaufen kann. Man kann auch für BKI Datenbanken liefern, ja. Da kriegst du sicherlich mal einen Obolus oder sowas, ja. Also wenn du übers Verkaufen sprichst, da profitieren dann auch wieder alle davon, das ist auch super. Es gibt auch verschiedene Anbieter, also wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, den einen genannten, das ist halt der so gang und gäbe ist, aber da gibt es auch viele, viele, viele andere, die auch gut sind, die auch spezialisiert sind, die auch automatisiert sind mit einer Software. Ja. Genau. Okay. Regionalfaktoren, dann gab es noch Zeitfaktoren, ne? Was waren denn Zeitfaktoren? Zeitfaktoren, natürlich, gibt's auch, ne? Also das heißt, du kannst erkennen in den Datenbanken, wie viel eine Tätigkeit, eine Dienstleistung kostet, ne? Beispielsweise ein Dachdecker wahrscheinlich dann irgendwie 0,2 oder 21. oder wie war das? 21. Stunde pro Quadratmeter. Achso, du meinst das sind die Zeitfaktoren für die Planung, genau. Also da könnt ihr quasi einen Zeitwert, das ist dann nachher der Zeitwert auf die Einheit. Also wenn die Einheit jetzt Quadratmeter ist, dann können Datenbanken angeben, wie lange dauert die Montage von diesem Gewerk pro Quadratmeter. Und dann kann man das natürlich auf die Quadratmeter und Personalzahl hochrechnen. Genau, aber dann gab es noch einen anderen Zeitwert. Sag den nochmal. Genau, ich würde sagen, da schaut am besten nochmal in das Modul von vorher rein, weil da bekommt ihr ja nochmal alles mit, wer es noch nicht gesehen hat. Ne? Sneaky. Genau, richtig. Nein, also es gibt auf jeden Fall die Baupreissteigerung über die Jahre, wo wir dann mit Prozent arbeiten können. Und da gibt es auch veröffentlichte Datenbanken, wie viel Prozent dann laut Statistik dann auch wir Baupreissteigerungen in den letzten Jahren hatten. Und da war ja auch meine Empfehlung, schaut, dass ihr da mit dem Team gemeinschaftlich dann auch was festlegt, also ein Wert, damit alle da mitziehen, an einem Strang ziehen und nicht nachher alle mit dem Finger auf eine Person zeigen, wenn dann irgendwo nachher ein Prozent zu wenig in der Datenbank angegeben war. Ne? Aber heute sprechen wir über weitere Faktoren. Und zwar Einflussfaktoren, die auch deinen Preis beeinflussen können. Also das war auch jetzt ein Thema, deswegen wollte ich gerade diesen Link so machen. Warum haben wir denn über die Jahre verschiedene Faktoren? Du hattest ja dann gesagt, die Inflation hat Einfluss auf die Baupreissteigerung, das ist richtig. Und es gibt halt noch viele, viele, viele mehr Einflussfaktoren. Und da möchte ich einmal grob und kurz drauf eingehen, dass man so ein bisschen Feeling dafür bekommt, ein bisschen so die Gedanken anregt, ja, ein bisschen auch merkt, so hey, wie umfangreich, wie bunt ist denn diese ganze Arbeit? Ja, wie interessant ist denn das? Und wo kann ich wieder Detektiv spielen? Wo kann ich wieder Mathematik? Und ich sage immer so ein bisschen die DJ-Regler so drehen, ne, an meiner Kostendatenbank und so. Man muss dazu erwähnen, dass du früher DJ warst, ne? Vielleicht das Game lang, genau, richtig. Dann sind in einem anderen Leben. Nee, in meiner Jugend, ja, tatsächlich, habe ich mein ganzes Studium mitfinanziert, ja, also auch professionell. Und ich war immer nüchtern, also ich hatte ohne Alkohol und Drogen sowieso nicht, ja. Gut, Einflussfaktoren, also was für Einflussfaktoren haben denn Wert oder beeinflussen diesen Baukostensteigerungswert? Ne? Und da ist grundsätzlich mal eins der prominenten Themen ist die Marktsituation, ja. Also wie groß ist die Nachfrage, ja? Wird gerade viel gebaut, wird gerade wenig gebaut, wo die Finanzierung, also die Zinsen für die Finanzierung von Eigenheimen hochgegangen sind, also gestiegen sind natürlich der Wohnungsbaumarkt ist natürlich dann runtergegangen, weil einfach weniger Privatleute ein Eigenheim oder eine Wohnung finanziert haben. Und dann hat sich da natürlich der Markt, wo viele natürlich auch spezialisiert waren, der hat sich natürlich so ein bisschen aufgelöst. Dazu kann man sagen, Bauträger haben komplett gar nicht mehr das Bauträgergeschäft betreut, sondern sind dann auf Energieberater umgestiegen oder sowas, ja. Und natürlich auch Handwerker, die dann diese Bauträger als Hauptauftraggeber hatten, die haben natürlich dann neue Quellen gesucht für Aufträge, ne? So, und was machst du, wenn du unbedingt Aufträge brauchst? Dann gehst du natürlich auch mal unter deinen Preis. Hauptsache, du hast eine Auftragssicherheit. Ja, und das ist so dieses Nachfrageprinzip. Und wir haben das ganz stark gespürt in dieser Zeit, wo dieser Wohnungsbaumarkt nachgelassen hat. Dann war ein ganz starker Drang in die industriellen oder gewerblichen Bauten. Über welche Zeit sprechen wir da?
Wann war das? Die letzten 5 Jahre so, ne? Also Also hat sich das so entwickelt ab der Pandemie. Dann nach der Pandemie war eher noch ein anderes Thema, kommen wir gleich drauf. Oder halt auch Materialverfügbarkeit und Personalverfügbarkeit und so weiter. Krieg, Russland-Ukraine-Thematik ist auch was man spürt, ja. Es werden auch einfach Verfügbarkeiten von Materialien, merkt man einfach, die werden vom Markt genommen, ja. Also die sind nicht mehr so verfügbar, die Materialien. Und ja, dafür gibt es dann natürlich wieder Nachfrage in der Rüstungsindustrie und so, ja. Also da ist sehr viel Bewegung drin, da ist sehr viel Musik drin und es tut gut, das Ganze zu beobachten. Es tut gut, das Ganze, also ich bin ja jemand, ich mache ja Nachrichtenfasten, aber ich hole mir meine Quellen über Leute, die wirklich in der Wirtschaft aktiv sind, wie Geschäftsführer, Unternehmensinhaber, Führungspositionen, Einkäufer, Kalkulatoren von Firmen. Und mit solchen Leuten unterhalte ich mich gerne, tausche mich auch gerne aus, weil ich einfach dadurch ein Gefühl kriege, hey, was geht gerade auf dem Markt? Und die Jungs, die machen sich ganz genau ein Bild vom Markt, von der Marktsituation. Und ich hole mir da dann den Konsens, so, weil gut, einmal ich habe nicht die Zeit, ja, und für mich sind die Quellen der Nachrichten und so weiter sind für mich nicht die richtigen Quellen. Wenn da Politik gemacht wird oder sowas, da bin ich nicht der Richtige für. Ich habe seit 20 Jahren kein Fernseher und Zeitung und so weiter. Also ich mache da wirklich Fasten. Ich gucke, dass ich auf meiner Arbeit bleibe und dass ich auch für mich spezifisch da meine Quellen auch fit halte. So, ne? Okay. Also und das tut auch gut. Also auch das als Empfehlung, macht das auch so. Ja, also wenn ihr einen Kalkulator kennt, einen Einkäufer kennt, Geschäftsführer kennt, tauscht euch über diese Themen mit denen aus. Und die machen das gerne, weil die auch da ein hohes Interesse dran haben, auch da einen Austausch zu haben, ja, also das ist ein unheimlich wichtiges Thema, so, ja, weil das hängt davon ab, zu welchem Preis gibst du ein für ein Angebot, ja, und also wie gesagt, kurz gefasst, Marktsituation hat einfach, also ist das prominenteste Beispiel, was sich auf deine Baupreise auswirken kann, und dann gibt es den Standort. Der Standort im Makro sowohl als auch im Mikro, in der Mikrobetrachtung, so wie es jetzt zum Beispiel jemand macht, der eine Immobilie bewertet, der kann auch für deinen Einkauf ein Thema sein. Ganz grob, Beispiel, Makro, bist du irgendwo in Rügen oder so, musst du mit der Fähre das ganze Material dahin schiffen oder mit dem Zug, ja, oder sonst wie. Oder bist du an einer logistisch gut gelegenen Stelle, wie in Baden-Württemberg haben wir so einige gut gelegene Stellen, Karlsruhe oder so, wo wir viele Umschlagplätze haben, von der Bahn oder Schiff oder Flughafen, dann hast du natürlich eine viel bessere Verfügbarkeit. So, ne? Lustiges Beispiel, Betonagen haben, wann waren das? Vor 2 Jahren, meine ich, letztes Jahr war, glaube ich, das ist ja verregnet, dieses verregnete Jahr, und davor die 2 Jahre hatten wir so unheimlich trockene Jahre. Wir hatten dann im Hochsommer durch die Trockenheit Probleme mit den Betonagen. Warum? Weil der Sand für die Betonagen nicht angeliefert oder der Kies nicht angeliefert werden konnte, weil im Rhein so wenig Wasser geflossen ist, dass die Boote nicht bis zum Umschlagplatz gekommen sind. So. Und das hat natürlich dann auch mit einem Standort zu tun. So, ja? Andersrum hatten wir mal in Heilbronn eine Baustelle, eine Großbaustelle. Wir haben mal kalkuliert, wenn wir alle auf einmal die ganze Erde, die wir abgetragen haben, alles auf einmal in LKWs tun würden und in eine Reihe stellen würden, dann würden die LKWs einen Stau von Heilbronn bis nach Stuttgart verursachen. Das wären etwa roundabout, glaube 50 Kilometer oder sowas. Ne? Und da muss man sich das mal so einfach vorstellen. Ich mache das sehr gerne, solche Beispiele. Ja, und ich empfehle euch auch, das zu tun, weil genau damit kriegt ihr ein Feeling für das, was ihr da tut. Weil sonst sind das nur Zahlen in der Excel-Tabelle. Aber wenn ihr das mal dann, ihr könnt ja sofort googeln, wie viel Kubik passt in so einen LKW rein oder wie viele Tonnen, ne? Und das mal einfach hochrechnen und dann kriegt ihr da ein Feeling für und dann sagt ihr, Mensch, wie kommt denn dieses ganze Material weg von der Baustelle oder zu der Baustelle hin? Und wo wird denn das entsorgt? Ja? Wir haben ein Wärmedämmverbundsystem, also Dämmung und relativ neue, also war eine dicke Dämmung, haben wir von einem Hochhaus abgetragen und dann haben wir eine Deponie gesucht, die das annimmt. Ja, und eine gefunden? Also das Material lag wochenlang bei uns im Hof, also bei der Baustelle im Hof, weil es zu der Zeit gab es eine Gebühr, die erhoben wurde für irgendwie so EPS-Dämmung, Entsorgung oder was oder XPS, was es war. Es war schon Schaumdämmung. Und in der Zeit hat es nur eine Deponie in ganz Deutschland angenommen. So, und dann musst du überlegen, wie kriegst du das ganze Material dahin und so. Ne? Also das kostet ja auch wieder Geld. Und
Und das sind alles so Themen gewesen. Einen Nachbarn reinschmeißen, ganz ehrlich. Ja, nicht. In Neckar schmeiße ich. Nee. Nein. Baugefühle. Und das sind alles Themen, die deinen Makrostandort beeinflussen und natürlich auch deine Kosten beeinflussen können. Also das auch sehr sensibel betrachten. Also wenn man da jetzt mit irgendwelchen komischen Herleitungen kommt, dann denkt sich auch jeder Auftraggeber, was ist mit dem Brixner los? Ne? So. Aber wenn du mit plausiblen Darstellungen kommst, das bleibt doch in den Köpfen hängen. Also auch wieder hier Empfehlungen, du bist ja auch visuell arbeiten. Ne? Empfehlungen, wenn man was präsentiert, wenn man Content kreiert, ja, wenn man irgendwelche Beispiele nennt, dann hau da solche Beispiele rein. Wie viele LKWs werden das in einem Stau oder sowas? Ja? Man kann es gut. Sowas bleibt hängen, sowas hookt. Ja. Ne? Und das ist halt echt, also auch wenn du dann vor Auftraggebern präsentierst oder so, oder auch für dich selber was bewusst machen willst, oder im Team auch wieder das gleiche Ziel erreichen willst, ja, dann mach sowas im Team. Dann haben alle das gleiche Bild vor Augen. Wenn du jetzt sagst, 50 Tonnen Erde, wie viel ist das für dich? Sag mal. 50 Tonnen. Also es passt nicht bei uns im Haus ein, glaube ich. Okay, können wir abbrechen. Also für den einen ist das so ein Häufchen und für den anderen ist es so ein Berg. Ja. Verstehst du? Ja. Und wenn du da ein Bild zu machst, dann haben alle beide den analogen Blick da drauf. Ja? Also so und dann und schon sind die beide wieder gleich in der Spur, haben das gleiche Ziel. Verstehst du? Und das ist ganz wichtig, dass ihr das macht. So, und das nächste ist dieser Mikrostandort. Was kann da ein Thema sein? Hast du da eine Idee zu? Jetzt habe ich dir ein Makrostandort-Beispiel gebracht. Was kann beim Mikrostandort so eine Beeinflussung sein auf deinen Mikrostandort? Deine Kosten. Nur kurz ein Beispiel, was wären Mikrostandorte? Ja, Makro ist ja so die Großbetrachtung auf deinen Standort. Klar. Und Mikro dann die Feinbetrachtung. Dass du wirklich ganz nah rangehst und dann, okay, bei Makro hattest du jetzt das Beispiel mit dem Sand gegeben, richtig? Oder Entsorgung von. Ja, also Transporte, ne? Wie lange muss ich antransportieren, wie komme ich da hin? Mikro wäre vielleicht irgendwie so versteckte Kosten, die man vielleicht gar nicht so sehen würde zuerst, wie zum Beispiel Steuern. Keine Ahnung. Nee, das hat ja mit dem Standort nichts zu tun. Okay, ja, stimmt. Ja, gut, aber Steuern könnte auch mit dem Standort zu tun haben, ja. Könnte auch, ja. Aber ich meine eher so Themen wie, jetzt stell dir mal vor, du bist in der Innenstadt. Mhm. So, da musst du natürlich ganz anders kalkulieren, was deinen Materialtransport betrifft. Du kannst nicht 3 LKWs, 15 Paletten Material anliefern lassen und das vor die Haustür stellen. Weil der Platz ist gar nicht da. Weil du bist ja in der Innenstadt, das musst du eigentlich aus Brasilien wissen, ne? Da ist ja kaum Platz drumherum mehr. Also, das heißt, du musst wieder Sonderlösungen schaffen, du musst Nachbargrundstücke anmieten für sowas oder du musst Baustelleneinrichtungen irgendwo mit Sonderkonstruktionen, mit Containerburgen und so weiter musst du erstellen, kostet dich alles extra Geld, wie wenn du auf einer grünen Wiese wärst. So, ne? Oder auch Zufahrt, also wie lange braucht der Unternehmer, wenn du weißt, die meisten Unternehmer, zum Beispiel Stuttgart ist so ein Thema, ja. Die meisten Unternehmer kommen von außerhalb von Stuttgart, also nicht vom Zentrum, haben aber im Zentrum zum Beispiel ein Projekt. So, die müssen einkalkulieren, jeden Morgen, jeden Abend, was eigentlich ein Fahrweg von 20, 30 Minuten wäre, brauchen die Mitarbeiter zum Beispiel 1,5 Stunden. Das ist ja auch ein Faktor, den die mit einkalkulieren. Okay. Ja? Spannend. Und das kann alles auf deinen Standort Auswirkungen haben. Ja? Das sollte man alles beachten, das sollte man alles vielleicht als Risiko und mit einem Preisschild belegen. So, ne? Achso, vielleicht eine Sache noch, wenn du so einen Produktionsstandort hast, wo die Produktion läuft, oder vielleicht wo eine Hochsicherheitssektor ist, ja, wo du einfach komplett überwacht wirst, wo du nicht einfach so zufahren kannst, wo jede Anlieferung, jedes Fahrzeug, jeder Mensch überwacht wird. Beispiel Regierungsgelände oder wie? Ja, sowas oder Produktionsstandorte. Ne? So, tatsächlich Produktion. Ja, okay, ja. das war dein Beispiel. So, dann musst du ja auch irgendwie gucken, wie kriegst du denn das Material dann in diesen Bau rein. Und das Lustige ist immer, Neubauten werden schnell hochgezogen, dann macht man den Zaun, den Perimeterschutzturm rum, aber macht sich gar keine Gedanken, wie dann später dann Umbauten stattfinden sollen. Und dann kommt die große Überraschung, wenn du jetzt zum Beispiel ein Projekt hast, wo umgebaut wird, wo saniert wird. Ja, dann macht man sich erst Gedanken und dann, oh Mist, wir haben ja alles zugebaut, wir haben ja gar keine freien Flächen mehr, wir können gar keine LKWs hier reinfahren lassen oder keine Containerburgen aufstellen. Wie machen wir das? Und dann auf einmal gehen die Kosten hoch und hoch und hoch. Du brauchst einen extra Planer für Baustellenlogistik und so weiter. Und das sind so Themen, früher hat man immer so eine Kennzahl gehabt, ich sage immer so 40% war das früher, das 30-40%, die du bei Sanierung oder bei Bauen im Bestand aufgeschlagen hast. So, ne? Heute sage ich Faktor 1,8 bei sowas oder mehr. Ja, und das hat schon Auswirkungen, ja. Wenn du dann da so einen Faktor drauf knallst auf deine Kosten, dann gucken dich alle mit so großen Augen an. Ja. Und dann haben die am besten noch ihre eigene Datenbanken von Neubauten und sagen, ja, aber wir haben doch damals so gebaut, wieso kommst du denn jetzt hier mit doppelt so viel Kosten?
So, und da musst du natürlich Argumente haben. Und deswegen ist es wichtig, dass du über solche Einflussfaktoren Gedanken machst. Ja? Jetzt waren wir gerade beim Auftraggeber. Vorgaben vom Auftraggeber sind genauso Themen. Ja? Also wenn ein Auftraggeber verlangt vom Projektteam, vom Planungsteam, dass irgendwie eine super enge Abstimmung ist, also dass jede Woche irgendwo ein Planungstermin stattfinden soll und so weiter. Du hast einen viel höheren Aufwand. Ja? Du musst eigentlich nur für die Termine, für die Abstimmungen, musst du einen Mitarbeiter abstellen. So, ja? Oder auch das Reporting auf der Baustelle oder das Dokumentieren und so weiter. Ja? Also da gibt es so viele gewisse Grundsätze. Auch die Baustelleneinrichtung wieder. Ne? Das sind alles Themen, wenn der Bauherr das vorgibt und sagt, er möchte zum Beispiel nur Personen haben, die eine spezielle Ausbildung oder also irgendwelche Vorgaben auch macht an die Monteure oder sowas. Das kann alles Auswirkungen haben auf die Kosten. Ja? Auch die Vorgaben, was die Planung betrifft. Ja? Also wenn der Bauherr ein abgefahrenes Gebäude will, das ist super schön, das sieht cool aus, kriegt bestimmt auch irgendeinen super Preis oder so. Aber man muss sich dann auch bewusst sein, dass irgendwelche geschwungenen Formen und so einfach aufwendiger herzustellen sind, ja, und sich dann damit natürlich auch enorm auf die Kosten auswirken. So. Und sowas wäre dann auch mit dem Planer zu diskutieren und in der Vorplanung, in der Variantenbetrachtung auch zu vergleichen. Ne? Kurzes Beispiel hier. Mein Papa, der hat war einer der ersten Mitarbeiter bei Porsche, ja, und hat da Rennwagendesign gelernt oder Sportwagendesign, und der hatte mir erzählt, die haben dann die ganze Woche an irgendwelchen Designs gearbeitet, an irgendwelchen Prototypen, und dann wurden die alle auf so Ständern aufgestellt, so in der Halle, und dann kamen die Designchefs rein und dann ist man so durchgelaufen und er sagt, das waren so schöne Designs dabei. Und er sagt, so ziemlich immer hat das langweiligste oder schlichteste Design hat dann das Okay bekommen, dass daran weitergearbeitet wurde. Warum? Weil es vielleicht auch wirtschaftlich war. Ja? Also auch eine Firma wie Porsche muss auch wirtschaftlich denken. Und es ist ein langer Zeitraum an Entwicklung, bis man wirklich auch diese abgespaceden Formen auch wirtschaftlich erschwinglich sind und so weiter. Und von daher, das kriegen wir im Bau gar nicht so hundertprozentig hin, außer wir wollen das explizit. Ja? Weil du einfach du baust immer einen Prototyp. Und so ein Porsche, da verwendest du wieder Teile, überarbeitest die und so weiter. Ne? Also hast eine neue Produktionsreihe. Wenn du mal guckst, die ersten 911er und die heutigen 911er, ja, so die Vergleich, wie die sich über die Jahrzehnte entwickelt haben. Ne? So. Ich war tatsächlich im Porsche-Museum, da habe ich das gesehen. Ja, okay, sehr cool. Also das sind auch einige. Kann ich auch empfehlen. An einigen von den Werken hat auch mein Vater da Hand angelegt, ne? Und auch heute noch, ne? In seinem Ruhestand macht er trotzdem da immer wieder noch was fürs Porsche-Museum. Und ja, also von daher, das habe ich damals so als Kind einfach mit aufgenommen. So. Und das sehe ich heute noch so. Und ist halt beim Bauen ist halt das Interessante, dass du immer diesen einen Prototyp baust. Ja, so. Und von daher musst du schon in der Planung so viel vorausdenken, dass das dann auch in der Umsetzung passt. Ne? Gut, Vorgaben AG. Dann haben wir eine Ausgangslage. Was für eine Ausgangslage hat denn das ganze Projekt? Ja, also es könnte zum Beispiel sein, so wie ich es vorhin erwähnt habe, dass wir bauenden Bestand haben. Das heißt, wir haben ein bestehendes Gebäude und wollen das umbauen. Das wäre eine Ausgangslage so. Und die Ausgangslage wäre, dass wir drumherum keinen Platz haben. Die Ausgangslage wäre, dass wir vielleicht schon ein Planerteam haben und du steigst da mittendrin ein. Ja? Oder Ausgangslage war mal, dass wir viele kleine Umbauprojekte zu einem großen Umbauprojekt zusammengefasst haben. So. Da hast du natürlich einen extrem logistischen Aufwand. Ja, also kommunikativ-logistischen Aufwand, organisatorisch. Da musst du natürlich gucken, wenn du jetzt 10 Projekte hast und 10 verschiedene Planungsteams hast, dann kannst du gar nicht jede Woche eine Planungsbesprechung machen, weil du hast so viele Tage, hast du gar nicht. Ja? Und das sind so Themen Ausgangslage. Also wo komme ich her? Bin ich auf der grünen Wiese? Oder welche Vorgaben habe ich? Du erinnerst dich, Projektentwicklung, diese 3 Säulen, Grundstück, Kapital und Nutzung. Ne? Und dann gibt es dann drumherum noch so dann diese Sphäre, Ausgangslage. Wo stehen diese 3 Säulen? Ne? In welcher Region, in welcher klimatischen Zone, in welcher Zeit, ja, also wirklich in welcher Zeit auch wirtschaftlich oder auch was Frieden und Krieg und so weiter betrifft, Verfügbarkeit von Materialien und so weiter. Ne? Also von daher Ausgangslage unheimlich wichtig, kann sich in alle Richtungen auf deine Bau- und Planungskosten auswirken. Natürlich auch Fachkräfteverfügbarkeit und so weiter, ne? Auch so ein Thema. Ne? Oder ist irgendwo gerade eine Branche
down gegangen und die Leute aus der Branche suchen einfach jetzt in anderen Branchen Aufträge und dann kannst du wieder günstig einkaufen. Ne? Also da kannst du auch, wird nicht immer teurer, sondern wir haben auch gelernt, dass es auch mal günstiger gehen kann. Ne? Und von daher ist es immer wichtig, sich da aktiv mit auseinanderzusetzen und auch diesen Austausch dann auch mit anderen Kollegen auch zu haben. Ne? Das ist ganz wichtig. Deswegen auch hier wieder wichtig, Leute, denkt dran, Community, für uns ein wichtiges Anliegen. Wir sollten alle im Community-Denken unser Mindset positionieren und jeder, der was einbringt, der kriegt das auch immer wieder zurück. Das ist so meine Haltung und wir sind auch so geprägt, dass wir immer mehr liefern wollen, wie man von uns erwartet. So, ne? Also wir versuchen das immer und wir freuen uns da auch immer, wenn wir dann positives Feedback bekommen. Ja, Clemens, was haben wir sonst noch für Themen? Gibt es noch etwas, was in dieses Modul reinpasst? Oder? Ja, also das Thema Einflussfaktoren haben wir schon noch 3 Themen, würde ich sagen, und zwar was von der Planung ausgeht. Also einmal die Planung an sich, dann die Vergabe und die Ausführung. Ja, also das sind auch nochmal so Phasen, Projektphasen, wo du immer wieder noch Kostenveränderungen wahrnehmen kannst. So, ne? Und wir hatten ja mal bei diesen verschiedenen Kostenstufen, also Kostenschätzung, Kostenrahmen und bis zum Kostenfeststellung, habe ich ja diesen Trichter erklärt, dass wir oben beim Kostenrahmen die 40% haben und bei der Kostenfeststellung die Spitze dann 0% haben, weil bei der Kostenfeststellung gibt es keinen Nachtrag mehr oder keine Veränderung mehr, sondern da ist das Fixum schlussgerechnet. Ne? Dazwischen hast du aber ja 10, 20, 30% Stufen. So, ne? Mhm. Das heißt, du hast immer ein bisschen Ausschlag ins Plus oder ins Minus. Ja? So, und das hat halt verschiedene Einflussfaktoren. Und da waren wir ja bei den Einflussfaktoren. Und die Planung an sich als Einflussfaktor ist halt einfach, ich habe ja vorhin gesagt, so hier, ne, so abgespacede Designs oder eher geradlinige Designs und so weiter. Also das Design an sich kann Einflussfaktor haben auf deine Kosten. Von daher auch da immer hinterfragen, auch da schon bei der Auswahl von Planer drauf achten. Ja? Viele Planer identifizieren sich ja mit einem Stil. Ja? Und auch da kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr eurem Auftraggeber oder ihr selber als Auftraggeber ein Planerteam zusammenstellt, dann macht einen Kennenlernprozess. Ja? Teilweise wird das Beauty Contest genannt oder wie auch immer man das auch nett nennen mag. Macht einen Kennenlernprozess. Sucht euch nach verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel auch die Stilistik, einen Planer heraus. Ja? Und bei Stilistik meine ich auch einen TGA-Planer, also einer, der technische Gebäudeausstattung, also Lüftung oder was plant. Auch der hat eine Stilistik. Ja? Lasst euch die Arbeiten zeigen von denen. Ja? Lasst euch Einblicke geben in ihre Arbeit. Lasst euch Einblicke geben in die Teams. Was für Leute sind da drin? Ja? Sind da pragmatisch geprägte Leute drin? Wie sind die Chefs drauf? Ja? Wollen die nur abzocken? Oder sind das einfach Macher? Ja? Wollen die, haben die Star-Allüren? Ja? Wollen die nur irgendwelche schönen Bilder erzeugen, damit sie das nächste Projekt bewerben können? Oder wollen die auch wirklich für den Auftraggeber das passende Gebäude erschaffen, so, ja, gemeinsam, ja, oder sind es Einzelkämpfer, ja, also haben auch ganz viele, die sich dann immer größer darstellen und dann nachher mit der Kapazität nicht klarkommen und dann wird es teuer, weil du dann einfach entweder einen neuen Planer suchen musst oder den unterstützen musst, also wir haben es auch schon gehabt, dass wir Dienstleister zukaufen mussten, um einen Dienstleister zu unterstützen, vom Handwerker bis zum Planer, ja, und das kann alles ein Faktor sein. Wie gesagt, guckt euch Referenzprojekte an, sprecht auch mit Auftraggebern von Referenzen. Ja? Macht euch ein Bild, wie arbeiten die, wer ist euer Projektleiter. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Es kann super Planungsbüro sein und der Projektleiter ist einfach shitty. So, ja, also dann muss man einfach sagen, nee, tut mir leid, mit dem Projektleiter nicht. Habt ihr noch jemand anders? Und ansonsten vielleicht beim nächsten Mal so, ja. Baugefühle. Aber auch selber als Planer drüber nachdenken, so, ja, wen setze ich hier eigentlich ein als Projektleiter? Ja, auch das ist ein Thema, so, ja. Ich weiß selber als Chef, man muss Verantwortung abgeben, ja, man kann nicht in Perfektionismus leben und darin untergehen, ja, sonst ist man alleine, man muss mit einem Team arbeiten, man muss in Kooperationen arbeiten, man muss sich auf Kooperationen einlassen und so weiter. Aber wie gesagt, macht das hat unheimlich viel Auswirkungen auf die Planungskosten, auf alle möglichen, auch auf Betriebskosten, auch auf die Kosten vom Bauherrn. Ja? Wenn der Bauherr einen Projektleiter angestellt hat, der sich dann um so ein Bullshit kümmern muss, ja, das kostet ihn ja auch Geld. Ja? Wir haben in einem Projekt streiten wir uns um einen 6-stelligen Betrag.
ja, wo der Qualitätssicherer und der Projektleiter vom Auftraggeber sich nur um so Bullshit-Themen kümmern muss. Ja, weil der Dienstleister keine Kapazitäten hat und nicht richtig funktioniert. Und da kann sich lange streiten, bis du das Geld irgendwie dann erstattet bekommst. Also von daher ist es besser, du guckst vorher drauf. Und genau, so Planung, wie kann sich Planung noch auswirken? Ich bin ein Freund davon, jede Stufe, jede Tätigkeit, also am besten in jeder Besprechung, wenn es möglich ist, ne, wenn es zeitlich möglich ist, am besten in jeder Besprechung, wenn der Planer kommt und eine Idee oder ein Konzept präsentiert, dass man sagt, okay, gibt es da auch ein Preisschild zu? Also hier so wie im Supermarkt unten ein Preisschild dranhängen, was kostet das? Gibt es da eine Alternative zu? Also hier Lüftung führen wir so rum, okay, gibt es die Alternative so rumzuführen, was ist der Preisunterschied? Dann ist vielleicht das 10 Euro teurer, bist aber 3 Wochen schneller fertig. Ja? Also musst du auch einen Zeitfaktor dranhängen. So, ja? Und da bist du dann im Steuern. Erst dann bist du im Steuern, wenn du durch die Planung diese Angaben bekommst. Weil dann kannst du in die richtige Richtung steuern. Dann kannst du mit deinem Auftraggeber, wenn du selber einer bist oder beauftragt bist, als das zu unterstützen, dann kannst du als Projektsteuerer wirklich deine Arbeit tätigen. Und dann kannst du nämlich sagen, okay, lieber Auftraggeber, wir haben hier 2 Varianten. Die eine ist ein bisschen teurer, dafür bist du aber schneller fertig. So. Wenn der schneller vermieten kann, wenn der 3 Monate schneller vermieten kann, ist ja auch geil. Anderes Beispiel, wir haben, also Kollegen von mir haben ein Projekt, 2 Projekte hochgezogen, 2 Mehrfamilienhäuser gleichzeitig hochgezogen in der Innenstadt. Das eine in Massivbauweise, das andere in Vollholzbauweise hochgezogen. Die Vollholzbauweise konnte ja schon in der Fabrik vorgefertigt werden. Die haben die fertigen Wände hergebracht, zusammengesteckt. Ich glaube, du hast mal irgendwie Steckhaus gesagt oder sowas, ne? Ja. Und das andere wurde hochgemauert und betoniert vor Ort, ja. So, das Vollholzgebäude, das war 3,5 Monate früher fertig. Krass. Ja. So, 3,5 Monate vorher verkaufen können. Das heißt, du verkaufst vor allen anderen Konkurrenten, ja. Das heißt, du hast viel bessere Chancen, dein Ding zu verkaufen. 3 Monate vorher vermieten können, ist auch ein Faktor. Ja? Also, das musst du ja dann wenn dein Auftraggeber sagt, nee, ich mache das für mich selber oder so. Du musst einfach klären, was ist das Ziel von deinem Projekt. Ja? Und du musst dann zum Ziel hinsteuern. Und du musst die Planung dahin steuern, dass du das Ziel erreichst. Mit den Faktoren, mit den Vorgaben, die der Auftraggeber macht. Und deswegen kann eine falsche Planung oder eine abweichende Planung die viel Geld kosten. Ja? Und die zieht sich dann bis zu den nächsten Themen, wo ich jetzt eine Brücke bauen will, Vergabe und Ausführung. Bei der Vergabe, wie gut ist geplant, wie gut ist ausgeschrieben, wie gut kannst du vergeben, ja? Da gibt's eigene Interpretationen, da gibt's eigene Philosophien zu, ja, wie du ein LV aufstellst, ja, wie du aus der Planung ein LV bastelst, ja, was du zwischen den Zeilen liest. Teilweise gibt es Handwerksunternehmen, also Bieter, die lesen schon im LV, lesen die schon Planungsfehler und wissen genau durch diese Planungsfehler, wenn du so ein 10-seitiges LV, einen Auftrag von 5 Millionen oder 3 Millionen hast, ja, dann wissen die genau, bei den 3 Millionen, da stecken nochmal 15% versteckte Planungsfehler drin. Ja? Die kann ich nachher alle geltend machen. Ja? Dafür kriege ich Kohle als Nachtrag. So, dann weiß er genau, wie er seinen Abschlag machen muss. So, und dann wundern sich alle, wenn dann ein Bieter, der als günstigster abgibt und nachher aber mit den ganzen Nachträgen durchkommt und eigentlich der teuerste dann ist. Ja? So, und also anderes Beispiel, Kindergarten bei uns hier in der Nähe wurde kalkuliert mit 1,5 Millionen, also wir sind da außen vor gewesen, aber ein bekannter, großer Projektsteuerer war da dabei. Und man munkelt auch, dass der da so seine Geschäfte gemacht hat, weil es schon sehr merkwürdig war. Dieser Kindergarten wurde für 1,5 kalkuliert im Gemeinderatsausschuss, freigegeben und wurde nachher schlussgerechnet als Kostenfeststellung bei über 3 Millionen. So, wie kommt man, also auf einer grünen Wiese? Hat überhaupt, ne? Also was ist da passiert in der Planung? Ich hätte da gerne mal Mäuschen gespielt, aber ich kann es nicht sagen. Aber ich frage mich, was ist da passiert? Ist der Projektsteuerer schuld? Ist der Auftraggeber schuld? Ist der Planer schuld? Oder was, ne, am Ende des Tages, was da dann quasi zu dieser Kostensteigerung geführt hat? So, ne? Also wie gesagt, Vergabe und auch bei der Vergabe Auswahl der Bieter, also die Qualität der Bieter. In der Schweiz wird es gern so gemacht, den günstigsten und den teuersten schmeißt man raus und die in der Mitte, das Mittelfeld, einen von denen nimmt man. In Deutschland, also ich erlebe es leider gerade sehr viel, dass
immer der günstigste zieht. Viele Auftraggeber, die öfter bauen, gehen schon von dem Prinzip weg, den günstigsten zu beauftragen. Also auch da nochmal drüber nachdenken. Ja? Wenn ich eine Vergabe mache, muss ich den günstigsten nehmen. Eine ordentlich aufgestellte Vergabe, also eine ordentliche Vorbereitung von einem Leistungsverzeichnis, eine ordentliche Submission, eine gleichberechtigte Angebotsprozedere, das heißt, jeder hat gleich viel Zeit, jeder hat einfach die gleichen Grundlagen, vielleicht auch eine Rückfragerunde machen, die Fragen, die gestellt werden, auch an alle anderen Bieter verteilen, ja. Da geht es mir um Vergleichbarkeit von den Angeboten, ja. Dass du wirklich sagen kannst, ist der wirklich der günstigste, ja. Wenn der irgendwelche Informationen nicht hatte, die der andere hatte, so, dann hast du gar keinen Vergleich mehr. Deswegen müssen alle den gleichen Vergleich haben. Das gehört alles in eine Vergabe rein, so, ne? Dann Submission, das heißt, am Donnerstag um 15 Uhr, den 15. Oktober, ja, da liegen alle Angebote bitte bei uns auf dem Tisch ausgedruckt, nicht per E-Mail geschickt oder sowas, ja, sondern in einem verschlossenen Kuvert bei uns auf dem Tisch bei der Sekretärin abgegeben oder sowas, ja, die das wirklich auch abstempeln kann und so weiter, protokollieren kann. Wir machen einmal Submissionsprotokoll und so weiter. Dann werden die Protokolle geöffnet, ja. Dann werden die Protokolle ausgewertet, eine ordentliche Auswertung. Ausreißer erkennen, ja, mit dem Planer zusammen bewerten, dann in ein technisches Bietergespräch gehen, also über technische Themen sprechen. Hast du, lieber Bieter, verstanden, was ich technisch von dir will? Ja, diesen Austausch führen, unheimlich wichtig. Diesen Austausch auch wieder an die anderen Bieter bringen, dass auch die Möglichkeit haben, ihr Angebot wieder nachzuarbeiten. Ja? Und wenn man dann das gemeinsame Gefühl hat, okay, jetzt sind alle wieder auf dem gleichen Stand, sie haben nochmal ihr Angebot überarbeitet, nach dem technischen Verständnis, ja, weil man hat sich ja vorher nicht kennengelernt, dann in die kaufmännische Vergabe gehen und dann auch da nochmal ordentlich zu verhandeln, ja, ordentlich verhandeln, also ich meine auch mit ordentlich verhandeln, fair verhandeln. Es bringt nichts, wenn du jemanden runterbutterst, also es gibt Einkäufer, die haben die Methode, ja, aber der hat hier für 3,50 Mark angeboten, wieso machst du für 5,50 Mark? Und dann sagen die, ja, okay, wir machen es für 3,45 Mark. So, und vielleicht ist es sogar gelogen, ne? Ja, so, und dann, und im nächsten Jahr wundert er sich, dass der Bieter gar nicht mehr da ist. Warum denn? Weil er pleite gegangen ist. Weil er vor lauter Verzweiflung unterboten hat. Deswegen, ich finde es immer gut, fair zu sein. Also bei dem ganzen Prozedere, bei dem ganzen Druck, bei dem ganzen Stress fair zu sein und dann einfach trotzdem auch einen ordentlichen Abschlag auszuhandeln. So, ja. Wir haben es auch schon erlebt, dass sich mancher Auftraggeber so kompliziert in dem Vergabeprozedere dargestellt hat, dass die Bieter gesagt haben, na, wenn du jetzt schon so kompliziert bist, und haben dann sogar mal aufgeschlagen. Ne? Und die haben dann sogar mal den Zuschlag bekommen. So. Also auch sowas gibt's. Von daher, mit der Vergabe kann man auch viel noch im Preis manövrieren und vor allem auch in der Richtigkeit der Auftrags- oder Angebotsinhalte. Ne? So, der letzte Punkt war dann die Ausführung, habe ich ja vorhin gesagt, hat auch unheimlich viele Auswirkungen. Und da geht es auch einfach darum, wird während der Ausführungsphase noch viel geändert? Wird dann noch geplant? Kommt der Auftraggeber und sagt, ja, ich will das doch ganz anders haben. Wir haben ein Hochhaus gebaut, da haben wir den Rohbau schon komplett fertiggestellt gehabt. Die Fassade wird dann so der Rohbau wächst so hoch, die Fassade wächst nach. Und die Fassade war schon am Hälfte vom Gebäude, dann sagt der Auftraggeber, ja, nee, wir machen einen komplett anderen Nutzer da rein. Wir machen aus einem Gesamtnutzer mehrere Abteilungen. So, ne? So, das heißt, du musst deine ganze Leitungsplanung komplett umdenken. Aus Zellenbüros machen wir Open Office, aus Open Office machen wir Zellen oder aus Labore machen wir Büros. So, du hast eine komplett andere Gebäudetechnik. So. Während der Ausführung, das hat enorm viel Kraft gekostet, dass die Kosten da nicht explodiert sind. Und wir haben es geschafft, tatsächlich auch das Budget einzuhalten oder halt mit geringen Nachträgen. Ne? Also wir haben dann wirklich in dem Manövrieren haben wir es geschafft, alle haben mitgezogen, aber auch da wieder alle ausführenden Unternehmen wieder. Gleiches Ziel, gleiche Motivation, alle mitnehmen. Ja? Da gab es ständig da stand dann ständig eine Dönerbude, eine Hähnchen- oder eine Haxenbude vor der Tür, eine Pommesbude und hat den Mitarbeitern frei Essen ausgegeben, damit die motiviert waren. So. Also auch sowas, ja, einplanen. Ja? Du hast ja vorhin irgendwie gesagt, eine Kostengruppe 700? 700, genau. Catering, ne? Ja. Also auch sowas, Motivationsessen, Weihnachtsessen, solche Sachen auch für die Handwerker vor Ort. Coole Sache und man sollte es einplanen. Wenn du es nicht eingeplant hast, wo holst du es dann her? So, ne? Manche Unternehmen schneiden sich das dann irgendwo aus anderen Budgets raus, aber wenn du es natürlich von Anfang an einplanen kannst, ist es eine coole Sache so. Und ich bin dann ein Verfechter davon und jedes Mal, wo ich es durchgesetzt habe, haben
haben die Auftraggeber gesagt, das war das Beste, was wir machen konnten. Weil du da so eine Motivation reinbringst. Ne? Von daher, also Ausführung, ja, also Demotivation kann dich auch Geld kosten, ne? Wenn die Handwerker einfach machen, was sie wollen. Also ich sage jetzt mal ein krasses Beispiel. Ne? Wir haben eine riesen Technikzentrale in einem Gebäude gebaut und da lief halt auch so einige Sachen mit einem gewissen Unternehmer, liefen auch nicht so ganz so gut. Und es wurde halt alles abgeladen auf die Monteure. Die konnten am wenigsten dazu, ja. Die haben halt vor lauter Zorn, haben die halt in der Technikzentrale eine wilde Party gefeiert. Also inklusive Fäkalien an der Wand und so weiter, ne? So, und dann sind wir mit dem Auftraggeber, haben wir eine Begehung gehabt und es wird dann also auf diesen Vandalismus war es ja eigentlich, ne, gestoßen, so. Aber wer war das jetzt so, ja? Und du weißt einfach ganz genau, okay, da ist Demotivation im Team so, ja. Du weißt, das Team läuft nicht rund, also der Bautrupp läuft nicht rund und so weiter. Da kannst du dann schon erwarten, auch, dass dann auch als nächstes dann irgendwelche Terminverzüge kommen und so weiter. Und dass Leute abhauen und das brauchen wir alles nicht, ja. Also ich kenne das von anderen Ländern, gerade in Osteuropa, da ist es gang und gäbe, dass Handwerker von Baustellen abgeworben werden. Also da sind dann zum Beispiel, es ist ein Bautrupp, also die heuern dann halt Leute an zum Betonieren oder so. Dann kommen da 10 Leute und betonieren und auf der anderen Straßenseite wird auch ein Haus betoniert. Dann kommt der Einkäufer, geht darüber und sagt, ey Leute, was kriegt ihr da? Was? 3,50 Mark? Ich zahle euch 4,50 Mark. So. Da legen die Helme hin und gehen rüber. Am gleichen Tag noch. Ja, so. Zum Glück haben wir solche Zustände hier nicht, ne? Aber am Ende des Tages, du siehst, es kann schon wilde Auswirkungen haben und du kannst nicht alles vorsehen, aber du kannst es zumindest mal als Risiko titulieren. Kann das passieren bei uns? Ja, immer beobachten, in welcher Marktlage wir sind, in welcher politischen Lage wir sind. Und von daher es ist unheimlich spannend. Ich habe jetzt wieder einen Monolog geführt, aber ich glaube, Ich habe es gemerkt. ich glaube, es hätte dich vom Hocker gehauen, wenn du jetzt da irgendwie hättest raten müssen oder sowas. Ne? Und wenn du dir das Video nochmal im Nachgang anguckst, ich glaube, es sind viele Dinge dabei, wo du sagst, cool. Ja, und wenn du irgendwann in einem Projekt bist und Kostenmanagement machst und dir das Video anschaust, das ist wow, super, hey, cool, bring ich mal ein. Und wenn das nur Themen sind, die du in Smalltalk so nebenbei in einem Planungsteam oder in einem Workshop einbringen kannst, ja, es macht schon interessant, auch dich als Person, auch für die Runde, für die Unterhaltung oder wenn du mal im Austausch bist, wenn du jemanden kennenlernst, Fachsimpels oder sowas, ne? All das kannst du mitnehmen, das sind Themen und mit der Zeit prägt dich auch so ein Projekt, ne? Oder die verschiedenen Projekte und das ist ja auch wichtig so, ja, und das sind auch die Erfahrungen, die dich dann wieder da zu einem Pro machen und ja, also von daher, zieht durch, guckt, dass ihr Erfahrungen macht, guckt, dass ihr Vergleiche macht. Wir machen auf jeden Fall Checklisten für euch. Wir hauen auch die Inhalte da rein, dass ihr auch damit arbeiten könnt. Ihr könnt euch dann aussuchen, wir machen bearbeitbare Checklisten, dass ihr aussuchen könnt, ob ihr die weiter verwendet oder nicht. Und genau, wünsche euch da viel Spaß. Hast du noch Fragen zu dem Ganzen? Bestimmte Tausende. Genau, aber ich glaube, wir haben dazu keine Zeit heute. Aber wir werden genau richtig. Wir werden uns nochmal besprechen und natürlich haben wir auch viele Themen, die wir off-camera besprechen. Wir sehen uns definitiv im nächsten Modul wieder. Yes. Mit ein bisschen mehr Unterhaltung, glaube ich. War ja immer Unterhaltung. Ne? Bekommen wir auch hin. Und Mensch, schaut auf jeden Fall rein, folgt unseren Kanälen. Wo können uns die Kollegen folgen oder die Follower oder die Zuschauer folgen? Ihr könnt uns gerne folgen auf unseren Kanälen. Wir haben ja so Social Media, Instagram, LinkedIn, alles das, was man kennt. Ja. Oder natürlich ganz traditionell über unsere Webseite. Schaut rein, schreibt uns. Genau. Richtig. Wir freuen uns auf euch und auf euer Feedback. Und ja, bis zum nächsten Mal.